Leute, genau vor uns hier, so 5 Meter vor uns. Alter, und die fressen auch. Der Köder liegt auch genau an der richtigen Stelle. Ja. Ja. Yes, man. Yes, man. Oh. Floating. Floating. Big rain, big cloud. Also, wir machen es jetzt so. Maxi macht uns Frühstück und wir beide essen es dann auf und dann fahren wir los, würde ich sagen. Baked Beans, Bacon. Scrambled Eggs. Das wird nicht passieren. Wir fahren jetzt zum Fluss zum Barbeln und Döbelangeln. Barbaren an. Wo sind wir? Wir müssen. Ich sehe das Land nicht vor lauter Wolken. Da wo die 17 ist, müssen wir hin. Leute, den Engländern scheint es ja irgendwie egal zu sein. Die sind es ja gewohnt mit diesem Wetter hier. Die sagen, das ist gut. Also wir haben immer die guten Erfahrungen gemacht, wenn ne, keine Ahnung. Die meinten auf jeden Fall, dass Sonne scheiße ist, weil die Fische dann auf der Hut sind und wenn man nah ans Wasser rankommt, schnell gespukt werden. Aber wenn es bewölkt ist und regnerisch und mehr Strömung da ist und das Wasser drüber ist, dann sind die nicht so scheu. Halt nur zum Angeln scheiße. Allerdings hört es genau um 12, wenn wir uns dort treffen, auf. Juhu! Big! Now we get some big barbel. Big bubble. Man kann irgendwie nicht glauben, dass es gleich besser wird, wa? Wird's auch nicht. Leute, das ist Weltuntergang. Und es ist ja nicht nur kalt und nass, es ist auch noch übelst windig. Freu dich! Leute, wir sind da. Wir haben echt Glück, weil der Regen gerade aufgehört hat. It's quite cold. Manche haben Köderboxen, Ja. manche haben gefrorenes Frühstücksfleisch in Würfeln geschnitten und in der Tasche. Die nennen das hier Spam. 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 Try it. No, don't eat it. It's been No? no, it's been in the freezer for like 2 Years. months. Riecht ein bisschen wie so Katzenfutter. Okay Leute, als erstes zieht euch mal bitte diesen Look hier rein. Yoshi Fresh Prince of Berlin, baby. im Plumpsangel-Look. Ja. Was ihr jetzt nicht seht, Victor hat eine knallgelbe Regenjacke an. Jetzt seht ihr es doch. Deswegen darf Victor nicht zu nah ans Wasser reingehen, sonst schwimmen die weg. Das liegt natürlich nur an der gelben Regenjacke. Ich habe jetzt gerade eine kleine Anleitung bekommen, was ich machen muss, um den Fisch zu fangen. Was musst du machen? Ich muss ganz leise versuchen, das Gewicht abzulegen und dann ganz leicht auf Spannung halten, damit dann die Barbe reinknattert. Ich habe jetzt hier einen kleinen Boilie bekommen, der nochmal ein bisschen verkleinert wurde. Am Haar oder was? Am Haar, genau. Selbsthackmontage oder was? Ja, Selbsthackmontage. Okay, das heißt, wenn die loszieht, einfach nur einleiern. Jetzt rein, genau. Bin ein bisschen aufgeregt, weil ich Angst habe zu verpacken. Es gucken auch relativ viele Leute hier zu, gerade die Engländer. Also wenn ich einen Tipp abgeben soll, Ja? das wird nichts. Oh, erster Biss, Leute. Don't pull Yeah, just wait. until it. Okay Leute, wir lassen jetzt mal die beiden hier alleine und wir gehen jetzt mal runter und gucken, ob wir eine andere Stelle finden. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, Leute, aber wir sehen hier die Fische, wir werfen die auf Sicht an. Small ones, chubs. Well, I see some very small chub, but nothing big enough. What is big enough? If it's this is Oh, there was a big one. really. Yeah, it was not this big, but this big. I want to find some fish that are feeding. So Leute, jetzt geht es los. Wir machen uns Frühstücksfleisch ran. Super. And this is the best bait for barbel and chub. I think so. Right up that way, and then reel it back, and so it sinks down with that leaf. Is it a chub or barbel? I can't tell. There's just dark shapes and lots of bubble. Do you see the weed? Yeah, on this side or on the other side? From the behind. Yeah. Give it a go, man. I'm a little bit nervous. Yeah, see where those bubbles are coming up? Those bubbles are coming from a fish feeding. Really? Yeah. Yeah. Let it sink there. Let it sink there. Just hold it slack there. You'll feel if a fish twitches it. Yeah, it's perfect. It's perfect. And just hold gently, and you'll feel it go pull, 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 and then you have to whack it, and you'll feel it as if you get a bite. I hope you get a bite. Should it? No, it's fine. I think it's sunk in a good place. It's sunk just behind the weed. Okay, there was a chub. Where's the bigger fish? There was definitely a bigger fish there as well. Oh, yeah. Yeah, go, go, go. Yeah. Oh, it's a little one. No. But it's the first fish. Yeah. Oh, you got a job. Oh, you got one, mate. Leute, voll krass, dass es funktioniert hat hier mit so einem Frühstücksfleisch. Das machen wir ja bei uns hier überhaupt gar nicht. Also jedenfalls in Berlin nicht. Ziemlich geil. Da sind schon wieder welche. Some chubs,
Chaps heißt Döbel, Leute. Da sind ein paar rangeschwommen gerade. Und das sind unsere Warthosen, weil wir natürlich keine Warthosen mitgebracht haben aus Deutschland, wegen Gepäck und so weiter. Das heißt, wir müssen jetzt fast barfuß hier durchlaufen, weil wir nachher auch ins Wasser rein müssen. Was ja nicht so schlimm. Außer, dass hier überall Brände sind und irgendwelche stacheligen Pflanzen sind. Okay, Karl hat welche gesehen, Leute. Oh. Und Blasen hochgekommen, genau bei seinem Köder. Das Scheiße, über dem dunklen Zeug sieht man die halt gar nicht, ne? Ja. Guck mal hier, da schwimmt doch was. Stimmt. Okay Leute, es ist soweit, wir müssen den Fluss kreuzen. Maxi und Yoshi haben sich ja die Gummistiefel von den Beinen gezockt, aber ich nicht. Oh, ist gar nicht mal so warm, Leute. Underneath the tree. You might have to get down so your rod tip is like kept low because the line doesn't get stuck. Okay. You let it go, and then once you let it go for a little while, put your rod low and close the barrel and you can feel. Oh ja. Too late? Try. Oh no, it was too late. Did you feel it for Yeah. Oh yeah, yes. Oh yeah, he's got it. Yes, man. What is it? Maybe a barbel? No, it's really? Yes, man. I don't know. Oh, you got, is it a barbel? Please. It's pulling a lot. That's so good. Maybe that was the fish then pulling. Yeah, maybe. Yeah. Oh, he's getting underneath the tree. Is it a barbel? Please. Please be a No. Chub. Oh yeah, but it's a nice chub. Yes, Alter. Wir haben ein bisschen kleinen Blindcast gemacht. Hat aber schönes Teil, oder? Yes! That's a nice chub. That would definitely be my personal best. Oh really? Yeah. Oh, we should get some more like this. I think, Really? Today we should get some more like this. Nice. Oh my goodness. You know the chub have like really strong teeth down there? Yeah. It's as deep as my... Ow! As deep as you love? As deep as my finger. Geil, on. Leute, ist das nicht geil? Das ist doch Angeln. Genau das, deswegen machen wir das. Genau, jeden Tag am Wasser. Nicht jeder Tag ist Angeltag. Goodbye, chub. We did it. You caught a chub and it didn't die. Congratulations. Okay, das ist ein geiler Spot, Leute. Guckt euch da an, weil da wird es nämlich eng. Das heißt, da strömt das Wasser durch. Das heißt, da ist ein bisschen tiefer. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, hier ist alles relativ flach. Das heißt, dort müssten sich eigentlich die Fische sammeln. Eigentlich. Maxi wird jetzt versuchen, seinen PB zu fangen. Leute, die Challenge heißt Döbel-PB. Döbel? Döbel, ja. Ah, there again. Oh, bis, Leute. Jawohl. Die haben einen Fisch. Barbel? Nein. No way. Good one. Instantly, I dropped it and instantly, bam, runtergelassen und direkt. Geil. Schönes Tier, wa? Ja, auf jeden Fall. Alter. Holy shit, man. That is so good. Wow, Alter. It's a good one. Alter, Yoshi. Oh yeah. So ein geiler Fisch. Meine Alter, erste Barbe und dann noch so ein Humpen, ey. Alter, richtig fettes Teil. Und wie schön die ist, ey. Zieht euch mal die Flossen rein. Krass, okay. Von dem Bank? Zurück, wa? Yes, Leute. Die nächste. Da. On the span, what the hell? Hey. Yes. That's a barbel, mate, that is. 2 barbels today now. It's getting a bit better. Straight away. There we go, I'm getting there, Ja. slowly. So Leute, wir sind jetzt im Gebüsch hier. Was machst du? Ich wollte gerade pink. Da vorne, quasi auf der anderen Seite von dem Busch, hat Karl gerade eine Barbe gefangen. Die Fische sind natürlich ein bisschen verschreckt und ziehen sich jetzt quasi ins Gebüsch. Entweder sind sie da unter dem Kraut oder da unter dem Kraut. Und ich habe jetzt direkt in die Mitte meinen Köder nochmal reingehauen.
bin jetzt noch nicht so ein Barbenprofi. Die Frage ist weiß nur, ja nur nicht, wie ob sie krass du gesprüht sind. die hier rauskriegst dann, ne? Weil die gehen ja dann schon behindert vor. Das ist noch meine Droge da. Rein theoretisch müsstest du ins Wasser rein, durch den Busch dann durchklettern, schwimmen und im Freiwasser die drillen. Kein Problem, ich habe einen Neopren-Trockenanzug an. Du bist übrigens heute auch sehr stylisch unterwegs. Ja, wie immer. Trendsetter. Das Wetter ist grandios. Ihr seht schon, die erste Kamera ist zerstört. Wenn es ein Klischee über das englische Wetter gibt, dann wird es hier sowas von bestätigt. Das ist unglaublich. Also ohne Regen wäre es einfach nur stürmisch, eklig und dreckig. Und jetzt haben wir einfach noch mal ein bisschen Regen dazu. Wir wechseln jetzt nochmal die Stelle. Wir haben jetzt hier alle Spots abgeangelt. Ne? Bei so flachem Wasser gibt es halt nicht so viele Spots. Die Strategie ist, dass Alex mit euch beiden runterfährt zum Döbelangeln. Schön entdecktdöbeln. Also ich werde mit Karl nach oben fahren, nochmal ein paar fette Barben verhaften. See you later, Alligator. Ja, Hä? viel Erfolg. Nicht. Ich auch. Okay Leute, also wir sind jetzt im berühmt-berüchtigten Auto von Karl und wir fahren jetzt zu einem Spot, wo noch ein paar Barben rumstehen sollen. Wenn da nichts bei ist, dann hauen wir wieder ab. Aber da stehen ein paar gute. Okay, Karl geht vor und füttert ein bisschen an, weil er natürlich ganz genau weiß, wo die hier stehen und wie er das hier machen muss. Have you seen any? No, but there is some bubbles. See, the water here is quite muddy. Ja. I think there's some fish further up that is stirring it. Okay, Leute. We'll put a bait on your hook. Yeah, there's lots of mud coming down. Also kommt sehr viel Schlamm hoch, Leute. Bedeutet, dass da hinten irgendwas gründelt. I only have one cast. Maybe. Okay. No, we can try again. Oh, there's lots of fish there. There's so much mud coming up. Yeah, that's perfect. Just hold it there, hold it there. Let it stay still. Okay, just hold it there. It's perfect. You don't need to do anything until the line either pulls away. Das ist so spannend. Big barbel. Oh! Big barbel. What? Wow. The bait is in the right place. How big was it? That looked like 5 pounds, which is nice. What is it in centimeters? Oh wow, that's so good. Leute, die ist genau vor uns hier, so 5 Meter vor uns ist hier so eine riesen fette Barbe wieder mal. Alter, kommt so viel Schlamm hoch und ab und zu sieht man die Richtung, die fressen auch. Und der Köder liegt auch genau an der richtigen Stelle. Do you feel something? Ja. Ja. Oh. Oh, yes man. Yes man, it's about. Juhu. Oh. Yeah, strong. Okay, what? Try to stop it. Oh, he's got underneath the tree. Yeah, you got him, you got him. Oh my god. Good barbel, man. Nice. Oh, what? It's big. Das ist so krass, vor allem in diesem kleinen Gewässer hier. Das ist schön. Oh, Jesus Christ. You got him. Karl ist ein Monster. Yes. Oh no, no. He's strong. You see when he was going underneath the tree? Yeah. It's hard to stop them from swimming. We got a barbel. Yes, Victor. Leute, zieht euch diese Barbe rein, ey. You did it, man. You did it. Yes. Yes, well done. You got a barbel. Is it a she or he? I or don't know. it? It's hard to tell. Nice though. Really nice one. Alter, das war richtig geil. Also das war ja mal richtig heftig. I didn't think we were going to catch anything. They were being very tricky. Another one? There's some more mud. Yeah. Okay, it's your turn. Good work. You kept him out of the branches. They're strong, man, aren't they? Ja. You did everything right though. You feel it? Ja. And then bang. Okay, Leute. Normalerweise ist der Spot jetzt zerstört nach so einem Drill. Allerdings kommt immer noch Schlamm hoch, das heißt, die fressen noch. Also versuchen wir noch eine zu fangen jetzt. Squirrel. Yeah. That's why I cast in the tree. Leute, er hat versucht, ein Eichhörnchen zu fangen, deswegen hat er da oben reingeschmissen. I can see a barbel. Wer? Yeah. Right next to my bait. Okay, Leute, es wird spannend. Da ist Karl. Da ist die Barbe. Die ist genau neben seinem Köder. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber die ist ungefähr so 3 Meter vor uns. The fish have got scared and they've gone right underneath the tree. Okay. Oh, nice cast. Yeah, okay, there's one there now. Kann sein, dass wir jetzt sie ein bisschen gespukt haben. Okay, there was one. Yeah, I see it, I see it, I see it. Die sind so groß. Oh. They are quite scared now, I think. You know, we caught one of their friends. Fish just there. Ja. Ja. There's one next to my bait as well. Ja. Oh. Oh. Yo. Nein.
Nein! No. Jawohl, 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 jawohl. Oh. Leute. No. Bitte out. Leute. Oh! Oh, What? Yes. Yes. Yes! Oh! Boom! That was exciting. Oh, my heart. My heart is racing so much. Look at that. Oh, he's big. Wow. We did it. Barbel. There you go. Barbel fishing in England. We did it. Yes! Yes! Finally, we caught one. Carl, you're the man. You're the man. You're the man, Victor. This was fun. This was fun. Leute, das war so krass, weil ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Wir stehen hier und da sind die Fische. Die sind quasi so 2 Meter vor uns, 3 Meter. Wir können die sehen. Die schwimmen hier lang, are feeding, also sie fressen 2 meters in front of us. Yeah. It's crazy. Ja. Also das ist wirklich eins der geilsten Angeleien, muss ich sagen. Diese Sichtfischen und so fette Fische und die auch noch so abgehen. Das ist einfach krass. Say it, Karl, ist krass. 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 Ja. Krass. Very krass. Krass. Okay, another one or it's... Oh, that's done, I think. Okay. They get harder and harder and harder to catch. Now Yeah. they're very scared and they're gone. How did you see the bite? I didn't see. I didn't see the bite. I had my finger like feeling over the line Yeah. of this and I just felt, Really? yeah. Not bad. Not bad. Also Leute, diese Angler, ich muss es nochmal sagen, das ist einfach so toll. Und auch so anspruchsvoll. Man muss erstmal ein bisschen klettern zu dem Fisch, beziehungsweise durch das Wasser warten. Dann muss man die Fische sehen, was gar nicht so leicht ist. Und dann muss man sie auch noch genau anwerfen in der Bahn, dass der Köder so lang driftet, genau dahin und im richtigen Moment anschlagen. Und dann noch in diesem kleinen Bach diesen fetten Fisch drillen. Das ist einfach nur geil. Also ich muss wirklich sagen, das ist eigentlich fast einer meiner Lieblingsmethoden. Okay Leute, jetzt sind wir an einer Stelle, wo wir nicht genau wissen, ob wir hier angeln dürfen oder nicht. Karl meinte er wurde ja schon mal weggeschickt, aber es ist schon eine lange Zeit her. Und er hat gesagt, dass die es vielleicht vergessen haben. Okay. Shall I cast? Yes. Oh, Fisch, Fisch. It's a barbel. He's a bit smaller than the one before. He's so cute, isn't he? First cast. Oh. But good fight, wasn't it? Yeah, yeah. First cast. Barbel. A very nice, cute, illegal Illegal. barbel. There's more. You can have a go. Oh, yes. Ja. What is it? Oh, you chop. Should I grab him? Ja. That's quite nice. Ja, man. I love the head of this fish. Yeah, big head. Well done, Victor. Good work. Guckt euch mal an, wie klein dieses Wasser hier ist. So 3 Meter breit oder so. Ja? Ja. Oh. What am I doing? Leute, so drillen die Engländer. Yeah. Yeah, all around. Whee! This is so much fun. Oh. Okay, jetzt haben wir eine Stelle gefunden, hier stehen so mehrere Döbel. Yeah. Ja. 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 Geil, Alter. Hat er recht. I'll catch a fish up there. Ja. Guaranteed. Also, er hat gesagt, er fängt dort ein, 100%ig. If not, you go swimming naked. Right now, live. If I don't catch a fish. Yes. Yeah. I'm shaking, I can't tie my knot. I'm nervous. That's good. Oh no, my phone. My phone is in my pocket. iPhone Yeah, iPhone 4.
4. Might be broken. Ja, hätte er ein iPhone 7 oder 8 gehabt, wisst ihr ja, dieses hier, dann wäre es wasserdicht für ein paar Minuten. Wenn man einen David Wenzel dabei hat, der es sofort wieder aus dem Wasser rettet. Oh yes. Not bad. Another chub. Yeah. It was a very important chub, you know. Yeah, because now I don't have to go swimming naked on your live stream. Thank Yeah. goodness. I'm learning Yes. slowly. Oh. Okay. Also Leute, ihr habt es gehört, wir dürfen jetzt hier nicht mehr angeln, warum auch immer. Deswegen laufen wir einfach hoch und angeln da weiter. Ich war bis hierhin im Wasser mit Gummistiefeln. Ja, hat sich doch gelohnt, die anzuziehen. Cheers. Wisst ihr, warum wir aufhören mussten zu angeln? Zu viel Wir haben einfach gefangen. eine komplette Packung von dem scheiß Frühstücksfleisch verangelt. Ja? Wirklich, wir haben 30 Döbel gefangen. Ja? Und das Krasse ist, Ja? dass wir am Ende nochmal an dem Spot langgelaufen sind und geguckt haben, was da alles unter dem Spot rauskam. Und da kamen Döbel raus. Die waren Und eine Barbe so. auch. Und eine Barbe auch. Die Ja? sind da so rausgeschossen und wir haben einfach So viele. Das war richtig krank. Da waren bisschen Wurzeln. unterspült. Das Genau, war- Wurzeln und das war unterspült. Und da ist er so mit dem Fuß drunter lang gegangen. Kam da so eine Döbel raus, das war völlig gestört. Selten so einen großen Döbel gesehen. Ja. Und ihr? Wir haben auch gefangen, sehr gut gefangen, Barben gefangen, große Barben gefangen. So 70 oder so. Geil. Haben die Spaß gemacht? Ja. Ne? Ja. The barbel normally live down there. Oh my god, do you see it? There's a barbel down there now. I just saw it swim through. I know the spot. Yeah, from the video. Yeah. We've come here a few times. It's sometimes good. Maxi must try here. This is where the barbel are, so we should leave that for him. Also Maxi ist der Einzige, der noch keine Barbe gefangen hat. Und deswegen füttern wir ein bisschen hier an. Die kommen jetzt hier auch gleich. Aber die Döbel, die holen wir uns jetzt selber. Hi. Wir haben schon für Maxi angefüttert. Sehr gut. Okay Leute, Projekt Maxi Barbe. Ja. So waren ungefähr alle, die wir gerade gefangen hatten, also in der Größe. So, hast du jetzt mal eine langsam hier. Ich hab gerade Gring vor. Meine Güte, Junge, was ist los mit dir? Gib dir mal ein bisschen Mühe. Oh, 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 yeah. oh, oh, Real. Ja, no! No. Ah, yeah, it's on. Oh. Bloody Chub. Schon wieder ein Döbel. Naja, aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ah, ja. Go, go, go. Ja? Hast du sie? Ja. Leute, das ist richtig spannend. Oh, ja. Ja. Ja? Alter, die ist so stark. Die geht an der gleichen Route so ab. Geil, Mann. Oh nein, nicht hier rein. So viel Kraft, die kleine Barbe. Echt krass, ey. Geil, meine erste Barbe. Nice. Alter, die sind so schön, ey. Yes, erste Maxi. Geil, geil. Boah, die ist so abgegangen an der leichten Route. Richtig cool. Ich muss ja wirklich sagen, dass diese Barben sind schon Friedfische, vor denen man auch Respekt haben kann. Ja. Man könnte fast behaupten, es sind gar keine Friedfische. Die stinken nicht, sind nicht schleimig, sie kämpfen und sind schwer zu fangen. Also eigentlich, Ich fast wie Raubfische. eigentlich sind es Raubfische. Leute, typisches englisches Essen. Was für Fisch ist das? Dorsch. Dorsch? Aus dem Philosophiker. Habe ich auch was bekommen, oder? Nee. Ja, toll. Ich glaube, mein Knoten ist gut. Yoshi hat den Baum geschmissen. Nein, Max hat. Max hat den Baum geschmissen. Also Yoshi hat den Baum geschmissen, Maxi hat ihm geholfen, ihn rauszuholen. Wir sind fertig, wir hatten so einen krassen Angeltag, also in jeglicher Hinsicht krass. Nass von oben bis unten, klitschenass, aber richtig viel gefangen. Hammer muss scharf.
Das war auf jeden Fall richtig cool. Das war ein geiler Tag. Vor allen Dingen mal was anderes. Vor allem auf Friedfische, wo man sagen kann, wirklich, die sind einfach auch krass. Und alles dank Alex and Carl. Actually, it's Carl and Alex. You guys should make a YouTube channel. Yeah, we should call it Alex and Carl Fishley, yeah. Yeah, maybe. That sounds better. Leute, auf jeden Fall. Übertrieben lecker. Alter, quatscht mir jetzt in meine Abmoderation wegen der scheiß Limo rein. Die ist übertrieben lecker. Wo ist denn die jetzt? Leute, stopp! Alex, Carl! Alex. Carl und Alex! Leute, ihr müsst subscriben. 100%ig. Okay? Und wir sehen uns ja morgen wieder. We see us tomorrow? Yep. Okay. Good luck with Bye. your drive home. Ciao. Okay, you can leave now. Okay, also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das Bis war dann. maximal. Bis dahin. Ciao. Yoshis Angel Channel.